Auf der sonnenverbrannten Steppe hat ein Löwenrudel mit Blut und Instinkt ein Reich errichtet. Ist dieses Blut noch stark genug, um in dieser gnadenlosen Welt zu überleben? Masai Mara, der Überlebenskampf der Löwenrudel. Die Masai Mara gleicht in der Trockenzeit einem stillen Feuermeer. Der Boden ist unter der Augustsonne rissig. Trockene Grashalme rascheln im Wind. Auf einer Anhöhe, geschützt unter dem Laub der Eukalyptusbäume, ruht sich ein Löwenrudel namens Moke Doe aus. Die Rotmähnenlöwen wurden nach der leuchtend roten Mähne des männlichen Anführers Maji benannt, einem erfahrenen Krieger mit zahlreichen Kampfenhaben. Maji geht nicht mehr auf die Jagd, bewacht aber weiterhin die Grenzen, beschützt die Heere und gibt sein Erbe als Anführer weiter. Um ihn herum sind mehr als 15 Löwinnen, angeführt von Jota, einer erfahrenen Jägerin und mutigen Mutter. Zwischen ihnen tummeln sich verspielte Löwenjunge, die noch nicht wissen, dass draußen ein kleiner Fehler mit dem Leben bezahlt werden kann. Die Morgendämmerung bricht an. Der Nebel lichtet sich über der Steppe. Als eine Herde Zebras am fernen Hügel erscheint und ihre schwarz-weißen Streifen durch den dünnen Nebel schimmern, teilen sich Nyota und ihre Töchter schnell auf und nehmen still ihre Positionen ein. Jeder Schritt, jeder Atemzug verschmilzt zu einer alten Sinfonie. Eine lebende Falle wird geduldig und heimlich aufgestellt, als würde die ganze Welt den Atem anhalten. Zebras sind wachsame und hartnäckige Beutetiere. Sie stehen oft mit dem Rücken zueinander, um sich gegenseitig zu beobachten. Und ein Gegenstoß kann Knochen brechen. Aber dieses Mal hat die Herde eine Lücke gelassen. Plötzlich entdeckt ein Zebra die Gefahr. Die Herde gerät in Panik und rennt davon. Das Getrappel der Hufe lässt den Boden beben. Aber Nyota hat sich ein Jungtier ausgesucht, das hinter der Herde zurückgeblieben ist.
Margie kam als Letzter, biss wie in einer Zeremonie leicht in die Beute und trat dann zurück. Die Jungtiere stürzten sich gierig darauf und kosteten zum ersten Mal rohes Fleisch, was den Beginn ihres harten Lebens als Raubtiere markierte. In der Wildnis gibt es keine Regeln außer der Ordnung. Der Stamm der Roten Löwen überlebt nicht durch die Kraft des Einzelnen, sondern durch Zusammenhalt, klare Rollenverteilung und einen nie vergessenen Instinkt. Und solange diese Ordnung aufrechterhalten bleibt, bleibt Margie der König des Roten Landes unter der Sonne Afrikas. In der Mittagshitze, als die Roten Löwen sich ausruhten, weckte ein fremder Geruch Margies Wachsamkeit. Aus der Ferne nähern sich zwei junge Löwen, Kuna und Wivu, die keine Absicht verbergen, das Rudel zu übernehmen. Sie haben bereits viele andere Gruppen überkommen und ihre Jungtiere getötet, um die alte Blutlinie auszulöschen. Tiefes Brüllen klingt wie eine Kriegserklärung. Das ganze Rudel ist angespannt. Margie brüllt zurück, eine letzte Warnung vor dem Sturm. Das war keine Jagd mehr. Es war das Zeichen für eine möglicherweise blutige Machtübergabe. In den folgenden Tagen lauerten Kuna und Wivu ununterbrochen. Nachts brüllten sie provokativ, tagsüber versteckten sie sich und beobachteten. Margie war alt und schwach, aber er gab nicht auf. Aß wenig und patrouillierte umso mehr. Er hinterließ Spuren am Rand seines Reviers, um zu zeigen, dass er noch der König war. Die ganze Herde war angespannt. Die Kinder waren vorsichtig, die Jungen wurden gut versteckt. Ein Sturm zog auf und alle spürten es. Es war ein ruhiger Morgen. Der Nebel hatte sich noch nicht ganz aufgelöst, die Steppe lag noch in einem silbernen Schleier. Aber in der Luft lag der Geruch von Spannung und Blut. Als die ersten Sonnenstrahlen den Rand des Territoriums erreichten, tauchte Wivu auf und schritt mit schwerem Schritten auf die Mitte der Lagerstätte zu. Hinter ihm ist Kuna, der so selbstbewusst geht, als ob der Sieg schon in seinen Klauen liegt. Sie machen keinen Hehl daraus. Das brauchen sie auch nicht. Heute ist der Tag der Entscheidung.
Maji tritt aus dem Schatten der Bäume hervor und geht langsam vorwärts. Es ist keine Show mehr, sondern ein Gericht zwischen den Göttern dieses Landes. Der Kampf brach in Staub und donnerndem Gebrülle los. Trotz seines hohen Alters kämpfte Maji mit scharfem Instinkt. Aber die Jugend seiner Gegner überwältigte ihn. Maji brach in der Morgendämmerung zusammen und beendete damit die Ära des Feuers und der Narben. Noch am selben Nachmittag tötete Wivu Majis blutige Löwenjunge. Ein grausamer Brauch, aber so alt wie die Steppe selbst. Der zweijährige Löwenjunge Pamba floh still in Richtung Norden. Seine jungen Krallen traten in die Fußstapfen seines Vaters und hinterließen eine Spur, deren Ende noch niemand kannte. Nach Majis Tod und dem Massaker durch Wivu zerfiel die Herde der roten Löwen. Nyota führte eine kleine Gruppe von nur noch wenigen erwachsenen Weibchen und 4 bis 5 überlebenden Jungtieren an. Sie zogen südlich des Talek-Flusses, wo sie auf Ruhe und Nahrung hofften. Doch der Fluss gab sich nicht so leicht geschlagen. Das Erreichen des Flussufers war noch nicht das Ende. Die wahre Herausforderung lag auf der anderen Seite des Flusses. Nach den ersten Regenfällen des Jahres war der Wasserstand hoch. Und unter der trüben Oberfläche lauerten die Augen riesiger Nilkrokodile, die regungslos wie tote Holzstücke dalagen. Auch Flusspferde waren anwesend, die zwar nicht auf Beutejagd waren, aber bei Störung äußerst aggressiv reagierten. Nyota ist die erste, die den Fluss betritt. Das Wasser steigt an und reicht ihr bis zur Brust. Die Jungen folgen ihr und bleiben dicht bei ihr. Unter der trüben Oberfläche bildet sich eine kleine Welle. Die Krokodile haben ihr Ziel entdeckt. Ohne Alarm zu schlagen, beschleunigen alle Löwen gleichzeitig ihre Schritte. Schließlich hat die ganze Herde den Fluss sicher überquert. Es gab keine Verluste. Diesmal wurde die Grenze zwischen Leben und Tod nicht überschritten. Auf der anderen Seite des Talek-Flusses bot sich ein völlig anderes Bild. Keine rissige Erde und kein verdorrtes Gras mehr.
Stattdessen erstreckte sich eine hellgrüne Steppe, die von niedrigen Büschen und einigen Streifen feuchter, hoher Graser durchzogen war. Ein deutliches Zeichen für den Beginn der Regenzeit. Dieses Gebiet wird von anderen Löwenrudeln wohl kaum betreten, da es an das Revier von Hyänen und Wildhunden grenzt. Aber im Moment ist es die einzige Chance für die Löwenweibchen, zu überleben und wieder zu einem stabilen Leben zurückzufinden. An einem trüben Morgen kündigte ein lautes Getrappel aus westlicher Richtung die Ankunft einer Herde von über 40 Kuhantilopen an. Sie bewegen sich instinktiv nach Süden und durchqueren die nach den ersten Regenfällen frisch grünen Grasflächen. Im Gegensatz zu Impalas sind Wildebeeste groß, stark und laufen in Gruppen. Aber genau das macht es für ein verletztes oder junges Tier leicht, zurückgefallen und damit zu einer leichten Beute für Löwen zu werden. Nyuta und einige andere Löwinnen verfolgen die Herde seit über einer Stunde. Ein junges Rinnsal, das sich von der Herde entfernt hat, ist ihr Ziel. Der Angriff erfolgt blitzschnell. Das Rinnsal wehrt sich verzweifelt, kann aber den 3 hungrigen und erfahrenen Raubtieren nicht entkommen. Während eine Löwin begann, die Beute in Richtung Busch zu zerren, hob Nyuta den Kopf und beobachtete den Horizont. Die Geier waren aufgetaucht. Und in der Ferne begannen Hyänen zu kreisen.
Frisches Fleisch bleibt in der Savanne nie lange liegen. Diese Mahlzeit reichte nur für ein paar Stunden Ruhe. Aber in der Welt der Löwen ist jeder Sieg ein zusätzlicher Tag. Der erste Regen der Saison ist gerade über den Norden der Masai Mara hinweggefegt. Auf dem feuchten Boden schreitet ein männlicher Löwe lautlos voran. Pamba ist jetzt erwachsen, hat einen kräftigen Körperbau und einen erfahrenen Blick. Er ist nicht mehr das junge, panische Jungtier, das in der Nacht, als sein Vater fiel, davonlief. Jetzt ist er ein Krieger. Viele Monate, in denen er allein überlebt hat, haben ihn zu Stahl geschmiedet. Pamba hat gelernt, Beute zu jagen, Feinden auszuweichen und an der Grenze zu anderen Rudeln zu überleben. Aber im Wind des frühen Morgens nimmt er einen vertrauten Geruch wahr. Vivu, der einst Magi getötet hat. Pamba bleibt stehen. Erinnerungen kommen hoch. Es bedarf keiner Schwüre, es bedarf keiner Brülllaute. Er dreht sich um und beginnt die Reise zurück in sein altes Revier. Er ist nicht allein. Begleitet wird er von Rano, einem anderen jungen Löwen, der stark und mutig ist. Schweigend ziehen die beiden nach Süden durch hohes Gras, durch das Land, in dem sein Vater einst stand und in dem Blut vergossen wurde. Dort war Vivu noch immer, aber er war alt, seine alten Wunden waren noch nicht verheilt und er hatte nicht mehr die Kraft, wie früher zu herrschen. Kuna war nach einem heimlichen Streit mit Vivu um das Recht auf Paarung aus dem Rudel ausgestoßen worden. Seitdem war er aus dem Gebiet verschwunden und niemand hatte mehr eine Spur von ihm gesehen. Das Wiedersehen rückte näher und dieses Mal würde Pamba nicht mehr weglaufen. Der Nachmittag neigte sich langsam dem Ende zu. Die letzten Sonnenstrahlen fegten einen roten Streifen über das hüfthohe Gras. Der alte Vivu streunte allein am Rande seines Territoriums umher. Von Kuna war nichts zu sehen. Die alten Weibchen waren fort. Sein Rudel war nur noch eine leere Hülle. Nicht weit weg im Gebüsch hielten Pamba und Rano den Atem an. Vivu senkte den Kopf, um aus einer Pfütze zu trinken.
In diesem Moment stürzen Pamba und Rano hervor. Er dreht sich um, will zurückschlagen, wird aber aufgehalten. Es ist kein Kampf um Territorium oder Ruhm. Es ist nur das notwendige Ende einer Blutschuld. Nachdem Vivu gefallen ist, bleibt Pamba nicht zurück. Er und Rano verließen noch in derselben Nacht ihr altes Revier, durchquerten den Rand des Akazienwaldes und die wassergesättigten Grasstreifen in Richtung Süden, wo die Spuren von Nyota und der Löwengruppe, die sich nach dem Massaker vor Jahren versteckt hatten, nur noch schwach zu erkennen waren. Der Wind trug einen vertrauten Geruch mit sich. Den Geruch der alten Herde, den Geruch von Blut und Fleisch, von Disziplin und von Tagen des Wohlstands. Drei Tage später, als der Nebel sich lichtete, hielt Pamba an einer Senke an. Im Schatten des Grases tauchte Nyota auf. Ihr Blick war derselbe, aber sie wirkte älter und stiller. Hinter ihr standen die überlebenden Löwinnen und 4 Jungtiere, die zwar abgemagert waren, aber noch immer feurige Augen hatten. Niemand brüllte. Eine Bestätigung war nicht notwendig. Nyota näherte sich und berührte sanft Pambas Hals, eine Geste der Zustimmung. Im Licht der Sonne, die durch die dünnen Wolken schien, brüllte Pamba leise. Zum ersten Mal nicht aus Wut, nicht aus Kampfeslust, sondern aus Fortführung. Mokdon war nie der Name eines Einzelnen gewesen. Es war das Feuer einer Blutlinie. Und nun begann dieses Feuer wieder zu brennen. Unter der Führung von Pamba und Rano wurde die Mokdor-Herde Schritt für Schritt wieder stärker. In weniger als 2 Regenzeiten vertrieben sie eine Herde junger Löwen aus den Hügeln im Osten und dehnten ihr Territorium bis zum Ufer des Talek aus. Nyota und die Löwinnen jagten weiterhin so erfolgreich wie früher und zogen eine neue Generation von Jungtieren auf, darunter 2 männliche mit Mähnen, die sich allmählich rot färbten. Die Mokdor-Herde überlebte nicht nur, sondern erlangte auch ihren Ruf als stille, aber unbestrittene Macht zurück.
Hyänen mieden ihr Jagdgebiet. Wildhunde hielten sich von ihren Hauptwegen fern. Zebras und Antilopen wussten, dass sie bei ihrem Brüllen besser die Richtung wechselten. Und jedes Mal, als die Sonne unterging, stand Pamba auf einem hohen Hügel und brüllte, nicht um seine Macht zu erkünden, sondern um die Steppe daran zu erinnern. Das Blut von Magi ist noch immer hier und es brennt lichter Flamme. In der rauen Steppe, wo das Leben jeden Tag auf die Probe gestellt wird, können nur diejenigen, die sich aus der Asche erheben, die Legende fortschreiben. Die Herde der roten Stiere hat alles verloren und alles zurückgewonnen, mit ihrem Instinkt, ihrem Blut und den Erinnerungen ihrer Vorfahren. Von Magi bis Pamba, vom Scheitern zur Wiedergeburt. Haben sie nicht nur überlebt, sondern ein würdiges Leben geführt. Und als die Sonne hinter dem afrikanischen Horizont verschwand, hallte das Brüllen von Mokdor noch weit und breit, als Erinnerung daran, dass auf diesem Land die wahre Dynastie nicht gestorben ist, sondern nur auf einen würdigen Nachfolger wartet. Roadrunner gegen Giftschlange. Ein Kampf ohne Gnade. In der Wildnis gelten Schlangen seit jeher als Symbol von Tod und Schrecken. Mit ihrer Fähigkeit, sich lautlos zu bewegen, schnell zuzuschlagen und mit einem Gift zu töten, das weitaus größere Lebewesen als sie selbst vernichten kann, gelten Schlangen gemeinhin als eine der perfektesten Killer, die die Natur hervorgebracht hat. Aber in den unwirtlichsten Gegenden, von sengenden Wüsten bis hin zu weiten Prärien, gibt es Wesen, die Schlangen erzittern lassen. Diese Tiere überleben nicht nur in der Welt der Schlangen, sondern jagen Schlangen und betrachten sie als ihre Hauptnahrungsquelle. Die Konfrontation zwischen dem lautlosen Mörder und dem Jäger eröffnet eine Welt, in der die Macht der Schlangen nicht mehr absolut ist. Inmitten der trockenen Hitze der Wüste im Südwesten der Vereinigten Staaten, wo die Erde rissig ist und das Gras wie verbranntes Stroh aussieht, gleitet ein kleines, aber entschlossenes Tier mit erstaunlicher Geschwindigkeit dahin. Es handelt sich nicht um ein wildes Raubtier, sondern um einen Vogel. Der Roadrunner, auch bekannt als Langstreckenläufer, ist nicht nur ein bekanntes kulturelles Symbol des Bundesstaats New Mexico, sondern auch einer der effektivsten Schlangenjäger in der Natur.
Der Washboard Runner hat den wissenschaftlichen Namen Geococcyx californicus. Er ist ein Vogel aus der Familie der Kuckucke mit einem kleinen, kompakten Körper, einem langen Schwanz und besonders entwickelten Beinen. Im Gegensatz zu anderen Vögeln, die durch die Lüfte fliegen, bleibt der Laufvogel lieber auf dem Boden, was seine Beine zu einer ultimativen Waffe macht. Sie sind stark, lang, beweglich und so schnell, dass sie eine Geschwindigkeit von 32 Kilometern pro Stunde erreichen können. Genug, um viele Reptilien und Insekten zu fangen, die versuchen zu entkommen. Jeder Schritt des Kuckucks ist ein Beweis für seine perfekte Anpassung an die Wüstenumgebung. Sein leichter Körper reduziert den Wasserverlust, sein dunkles Gefieder absorbiert in den frühen Morgenstunden die Sonnenstrahlen und sein Verhalten spart Energie, um dem extremen Klima standzuhalten. Es könnte kein Zufall sein, dass die Einwohner von New Mexico diesen Vogel als Symbol ihres Bundesstaats gewählt haben. Der Roadrunner ist ein lebendiges Symbol von Ausdauer, Intelligenz und dem Willen, die härtesten Prüfungen zu bestehen, die die Natur ihm auferlegt. Mitten in der sengenden Mittagssitze in der roten, staubigen Elde der Chihuahua-Wüste lauert eine Klapperschlange und wedelt unheilvoll mit ihrem Schwanz. Aus der Ferne taucht der Kojote auf, ohne jede Angst zu zeigen. Diese Szene ist nicht nur eine Jagd, sondern eine perfekte Demonstration von Instinkt, Geschicklichkeit und Selbstvertrauen. Ein kleines Wesen inmitten der Wüste hat den berühmten Killer mit seiner eigenen Kraft besiegt. In den weiten, trockenen Ebenen der afrikanischen Savanne, wo die Sonne jeden Grashalm erhitzt und das Leben ständig mit dem Tod ringt, schreitet ein großes Wesen elegant dahin, doch behind seinem Blick verbirgt sich eine tödliche Intention. Der Wüstenbussard Secretarius serpentarius. Der Sekretär ist ein ganz besonderer Raubvogel, der die Haltung eines europäischen Adligen aus dem 18. Jahrhundert hat und zuschlagen kann wie ein Boxer. Mit einer Höhe von bis zu 1,2 Metern hat er so lange und kräftige Beine, dass er eine Schlange mit einem einzigen Schlag töten kann. Sein hellgraues Gefieder, sein kleiner Kopf und sein schwarzer, federartiger Kamm im Nacken erinnern an die alten Verwaltungssekretäre, daher auch der Name Sekretärvogel. Trotz seiner Flügelspannweite von fast 2 Metern fliegt der Sekretärvogel nur selten. Die meiste Zeit verbringt er auf dem Boden, wo er unter der sengenden Sonne nach Beute sucht.
Mit seinen langen, kräftigen Beinen und seinem schnellen, leichten Gang kann der Sekretärvogel ein großes Gebiet ohne großen Energieaufwand zurücklegen. Eine clevere Strategie, um sich an das extreme Klima der Savanne anzupassen. Im Gegensatz zu den meisten Vögeln, die Schlangen fürchten, jagt der Sekretärvogel Schlangen als eine seiner Lieblingsnahrungsquellen. Es ist ihm egal, ob sie giftig sind oder nicht, ob sie groß oder klein sind. Der Sekretärvogel ist dazu geboren, sich Schlangen zu stellen und hat sich dazu extrem effizient entwickelt. Sekretärvögel sind weder die größten noch die wildesten Raubtiere, aber dank ihrer Präzision, Intelligenz und Kampfeskunst sind sie zum Schrecken der Schlangen geworden. In einer Welt, in der Schlangen Angst und Schrecken verbreiten, sind Sekretärvögel ein Symbol von Mut und Kraft. Echte Reiter der afrikanischen Savanne. In der Weite des Himmels, über den imposanten Bergen, können selbst starke Windböen das entschlossene Flügelschlagen eines Wesens, das den Himmel beherrscht, nicht ins Wanken bringen. Es handelt sich um den Adler, einen Raubvogel, der als oberstes Symbol für Kraft und Freiheit gilt. Aber neben seinem majestätischen Aussehen und seinem durchdringenden Blick ist der Adler auch der stille Feind der Schlangen, die auf der Erde leben. Zu den bekanntesten Arten zählen der Weißkopfseeadler Haliaeetus leucocephalus, das Nationalsymbol der USA, und der Steinadler Aquila chrysaetus, der größte Raubvogel der nördlichen Hemisphäre. Sie sind paradigmatische Beispiele für ihre Jagdfähigkeiten und ihre perfekte Anpassung an unterschiedliche Lebensräume, von Bergen und Ebenen bis hin zu trockenen Graslandschaften. Adler haben eine Spannweite von 2 bis 2,3 Metern, scharfe Klauen und eine Sehkraft, die 4 bis 8 Mal besser ist als die des Menschen. Dadurch können sie kleine Beutetiere wie Schlangen oder Mäuse aus mehreren Kilometern Entfernung erkennen. Im Gegensatz zu anderen Raubvögeln, die Schlangen mit Annäherungstechniken vom Boden aus jagen, verfolgt der Adler eine Strategie des schnellen und präzisen Angriffs aus der Luft. Er fliegt in Kreisen, um seine Beute zu beobachten, und stürzt sich dann mit hoher Geschwindigkeit auf sie in, was einen Widerstand erschwert und in Brachialis movantes die Kontrolle seiner kräftigen Klauen ausübt. Adler sind nicht nur schnell und stark, sondern auch äußerst präzise. Bei ihren Angriffen zielen sie in der Regel auf Schwachstellen, wie den Nacken oder den Rumpf, wodurch sie das Risiko minimieren, wenn sie auf gefährliche Beutetiere wie giftige Schlangen treffen. Insbesondere lange Schlangen können sie mit ihrem Schnabel zerteilen, bevor sie fressen, oder sogar in ihr Nest tragen, um ihre Jungen zu füttern. Dank ihrer Beherrschung des Luftraums, der Kraft ihrer Klauen und ihrer perfekten Jagdstrategie ist der Adler seit jeher der Schrecken der Schlangen, sei es in den Prärien Nordamerikas oder in den Bergen Asiens und Europas.
In der Natur, wo Stärke oft durch Gift oder Geschwindigkeit definiert wird, repräsentiert der Adler eine andere Art von Stärke: Ruhe, Präzision und Herrschaft aus der Höhe. In den Prärien, lichten Wäldern und kargen Steppen Nordamerikas ist der Rotschwanzbussard Buteo jamaicensis ein vertrauter und gefürchteter Raubvogel. Mit einer Flügelspannweite von etwa 1,2 Metern, einem geschmeidigen Körper, einem charakteristischen roten Schwanz und extrem scharfen Augen sind sie Meister der Luftüberwachung. Anstatt ihre Beute zu verfolgen, ziehen es Rotschwanzbussarde vor, regungslos in der Höhe zu verharren und ihre Beute von unten aufmerksam zu beobachten. Wenn sie eine Schlange im Gras entdecken, stürzen sie sich auf sie und fangen sie mit ihren Krallen, bevor sie reagieren kann. Obwohl sie kleiner sind als Adler, haben Rotschwanzfalken den Vorteil, dass sie wendig sind und überraschend angreifen können. Mit ihrer präzisen Jagdstrategie, ihren schnellen Reflexen und ihrer Kraft sind sie zum stillen Albtraum vieler Schlangen im nordamerikanischen Ökosystem geworden. In der Wildnis, wo Gift oft über Leben und Tod entscheidet, ist der Mangu eine Ausnahme. Klein, wendig und mutig gilt dieses Tier seit langem als Erzfeind giftiger Schlangen. Manguide wiegen weniger als 2 Kilogramm, haben aber einen wendigen Körper, schnelle Reflexe und messerscharfe Zähne. Insbesondere sind sie dank einer biologischen Mutation der Nervenrezeptoren, einem seltenen Geschenk der Evolution, in der Lage, dem Gift von Schlangen zu widerstehen. Unter dem Blätterdach eines trockenen Strauchs schlittert eine schwarze Mamba, die schnellste und giftigste Schlange der Welt. Ihre Länge übertrifft den kleinen Körper des Mangus bei weitem. Mit jedem Biss kann sie so viel Gift in den Körper ihrer Beute injizieren, dass ein Löwe ohne medizinische Hilfe sterben würde. Für den Mangu hat das jedoch keinen Grund zur Flucht. Ohne Flügel und ohne große Größe überlebt der Mangu dank seiner Kühnheit und Geschicklichkeit.
In der Natur trotzen sie nicht nur giftigen Schlangen, sondern beweisen auch, dass Mut manchmal stärker ist als tödliches Gift. Inmitten der glühenden Sandwüste Nordafrikas, wo die Tagestemperaturen bis zu 50 Grad Celsius erreichen können und die Nächte eiskalt sind, muss sich jedes Lebewesen maximal anpassen, um zu überleben. In dieser feindlichen Umgebung beherrscht ein kleines Tier, das zum Überleben viel zu zerbrechlich erscheint, still und leise die Nacht, der Wüstenfuchs Fennec Fox vulpes cerda. Mit seinen riesigen Ohren, die fast so groß sind wie sein Kopf, fällt der Fennecfuchs nicht nur durch sein Aussehen auf, sondern auch dadurch, dass er ein Meister der Anpassung an extreme Lebensbedingungen ist. Diese großen Ohren helfen ihm, Wärme abzuleiten, den Körper zu kühlen und vor allem Geräusche zu verstärken, sodass er Reptilien und Insekten unter dem tiefen Sand aufspüren kann. Das ist seine Geheimwaffe für die Jagd in der Dunkelheit. Der Körper des Fennecs ist klein, er wiegt zwischen 1 und 1,5 Kilogramm, aber äußerst wendig und lautlos. Die Sohlen ihrer Pfoten sind mit einer dicken Feldschicht bedeckt, die es ihnen ermöglicht, sich lautlos über den heißen Sand zu bewegen. Tagsüber schlafen sie in Höhlen, um sich vor der Sonne zu schützen. Nachts gleiten sie lautlos wie Schatten durch die Dünen und verfolgen ihre Beute mit ihrem ausgeprägten Geruchs- und Gehörsinn. Obwohl sie sich hauptsächlich von Insekten, Eidechsen und kleinen Vögeln ernähren, jagen Fennecs auch kleine Schlangen, insbesondere giftige Reptilien von geeigneter Größe, wie die Hornschlange. Anstatt sich wie Mangusten oder Sekretäre frontal in den Kampf zu stürzen, wenden Fennecs die Taktik an, sich zu verstecken, sich von hinten anzuschleichen und der Schlange einen schnellen, präzisen Biss in den Hals zu versetzen, ihrer verwundbarsten Stelle. Dank ihrer geringen Größe und ihrer hohen Geschwindigkeit minimieren sie das Risiko und vermeiden jeglichen Kontakt mit dem giftigen Kopf der Schlange. Was den Fennec so besonders macht, ist nicht seine Aggressivität, sondern seine Intelligenz und seine furchterregende Stille. In einer Welt, in der die Stärksten oft auf Gewalt zurückgreifen, nutzt der Fennec seine Beweglichkeit, seine Diskretion und seine Strategie, um zu überleben und sogar viel gefährlichere Feinde zu besiegen. Leise, klein, aber niemals aufgebend. Das ist die Identität des Wüstenfuchses. Ein kleiner Krieger inmitten eines Sandmeeres, wo jeder Schritt eine Entscheidung über Leben und Tod ist und jeder Jagd ein Beweis für die große Anpassungsfähigkeit der Natur.
Wenn man von mutigen Tieren spricht, die keinen Gegner fürchten, sei es eine giftige Schlange, eine riesige Boa oder ein Schwarm wütender Bienen, gibt es in der Tierwelt nur einen Namen, der heraussteigt: der Honigdachs, Melivora capensis. Obwohl er weder einen großen Körper noch überragende Muskelkraft besitzt, ist dieses kleine Tier für seinen unbeugsamen Kampfgeist bekannt, der selbst die furchterregendsten Raubtiere zweimal überlegen lässt, bevor sie ihn angreifen. Der Honigfuchs lebt hauptsächlich in Afrika und Teilen Asiens, in lichten Wäldern, Graslandschaften und Halbwüsten. Sein Körper ist einfach, drungen und robust, mit einer Länge von 60 bis 70 Zentimetern. Aber unter seinem silberschwarzen Fell bewirkt sich ein außergewöhnlich gut an ein Leben voller Gefahren angepasstes System. Eines seiner herausragendsten Merkmale ist, dass seine dicke, elastische Haut fast immun gegen Bisse und Gift ist. Wenn sie von giftigen Schlangen wie Kobras oder Mambas gebissen werden, können Honigmangas vorübergehend bewusstlos werden, erholen sich aber dank ihres erstaunlichen biologischen Mechanismus zur Abwehr von Gift innerhalb von wenigen Minuten wieder. Darüber hinaus verfügt diese Art über scharfe Zähne, gekrümmte kräftige Klauen sowie eine Reaktionsgeschwindigkeit und Beweglichkeit, die für kleine Fleischfresser ungewöhnlich ist. Sie können sich schnell drehen, um einem Angriff zu entkommen, oder zubeißen, obwohl sie von einer Schlange oder einer Boa festgehalten werden. Mit einem ausgeprägten Überlebensinstinkt weichen Waschbären ihren Feinden nicht aus, sondern gehen aktiv vor und greifen mit Kraft und Mut an. Neben Schlangen sind sie auch für ihre Kühnheit bekannt. Sie greifen Bienenstöcke an, was meiste Tiere meiden. Ungeachtet der Hunderten von Stichen sind Honigfüchse bereit, die Waben zu zerstören, das Wachs und den Honig zu fressen und sogar die Königin zu fangen. Ihre dicke Haut hilft ihnen, den Zorn der Bienen zu ertragen, und ihre Hartnäckigkeit lässt sie nicht aufgeben, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Mutig, hartnäckig und unerbittlich sind Honigschlangen zu einem lebendigen Symbol der Mut der Natur geworden. In einer Welt, in der die Stärksten auf die Größten, die giftigsten oder die Schnellsten sind, beweisen Honigschlangen, dass Mut und Durchhaltevermögen einem Lebewesen helfen, sich in Gefahr zu behaupten, sei es einer schwarzen Mamba oder einem Schwarm von Tausenden von Bienen. In der Wildnis haben Schlangen lange Zeit ein Symbol des stillen und kalten Todes dargestellt, agil und mit der ultimativen Waffe ausgestattet. Aber in jedem feindlichen Gebiet, von trockenen Wüsten bis zu Dschungeln, afrikanischen Graslandschaften und nordamerikanischen Ebenen, sehen wir, dass Gift nicht immer die höchste Macht ist. Der Roadrunner ist flink wie ein Pfeil in der Wüste von New Mexico. Der
Der Sekretär geht mit festem Schritt und schlägt präzise auf den Kopf der Schlange. Der Adler und der Rotschwanzbussard beherrschen den Himmel und vernichten von der Höhe aus alle Reptilien, die sich auf dem Boden schlängeln. Das Mangu verwandelt seine Kühnheit in Überlebensinstinkt. Der Wüstenfuchs ist klein, aber schlau und überlebt dank seiner Stille und seiner Strategie. Und das Gürteltier, Symbol der Widerstandsfähigkeit, ist bereit, sich einem Bienenschwarm und einer Mambaschlange zu stellen, nur um zu beweisen, ich habe keine Angst. Jede Art, jede Jagdweise, jedes evolutionäre Merkmal beweist eines: In der Natur gewinnt nicht immer der Stärkste, sondern der, der sich am besten anpasst, der sich traut, sich zu stellen und nicht zurückweicht. Diejenigen, die Schlangen Angst einflößen, tun das nicht, weil sie keine Angst haben, sondern weil sie ihre Angst mit ihrem Instinkt, ihrer Intelligenz und ihrem Mut überwunden haben. Schlangen bleiben respektable Lebewesen, aber für Tiere wie den Roadrunner, den Sekretär, den Adler, den Mangu oder den Waschbär sind Schlangen nicht mehr eine Gefahr, sondern nur noch ein Teil des Überlebenszyklus, den sie durch ihre eigene Kraft erobert haben.